Hi Leute, willkommen zu Dragon gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und ab und zu schon mal ein paar andere Sachen. Heutiges Thema wird sein das nächste Teil für die Wurflatschen. Beim ersten hat man ja hier die Sandalen, Flipflops, je nachdem wie ich sie lackiere. Und jetzt in dem Teil, ich habe den ersten Prototypen so halbwegs mal fertig gemacht, gibt es einen Schnabelschuh. Ist vielleicht noch nicht so ganz ausgereift. Ich werde wahrscheinlich auch hier die Nähte nicht dran machen, aber ich denke mal, das Ganze kann man so halbwegs erkennen. Ich muss noch ein bisschen schleifen, hier und da noch ein bisschen nacharbeiten, aber so im Großen und Ganzen wird das Ding nachher so aussehen. Da habe ich mir dann ein paar Schablonen zugemacht und ja, dann werden wir jetzt in dem Teil das Ding mal bauen. Ne? Ich hoffe, das Ganze mit den Latschen gefällt euch. Der eine oder andere hat sich ja schon kaputt gelacht drüber. Bleibt dran. Wir sehen uns. So Leute, dann erkläre ich mal, wie das Ganze jetzt quasi wieder mal aufgebaut ist. Ich habe da quasi, um das Ding zusammenzuschustern, habe ich eigentlich aus dem ersten Teil von der Badelatsche oder Flipflops eine Schablone nochmal gemacht. Und habe quasi hier vorne so ein bisschen was abgeschnitten. Das ist quasi, da kommt dann das lange Teil dran. Da können wir direkt mal loslegen. Und zwar habe ich dann nämlich ein paar Schablonen machen müssen. Das ist dann einmal das Teil, dann kommt hier die Zunge dran. Dann ein Teil für hinten. Das hier in zweifacher Ausführung hier für die Seitenteile. Und das hier für oben und das hier für vorne. Und dann, ja, die Schnalle und so, das habe ich dann so freihand gemacht. Bin dann hingegangen, habe die Teile schon mal ausgeschnitten. Je nachdem, was ich brauchte. So, das hier brauchen wir noch nicht, das ist dann für Dings. Das sind die zwei Teile für oben. Das ist das. Das sind die Teile. Und dann das hier noch alles. Jetzt muss ich mal gucken, ich brauche jetzt nämlich noch... Hoffentlich habe ich hier noch ein Stück von der Kernstab rumliegen. Garantiert irgendwo, ja, Hammer. Sehr gut. Ich habe mich mal wieder sehr schlecht vorbereitet. Ihr kennt das ja. Weil ich muss hier bei ein paar Sachen noch so eine Klebekante machen. Hier habe ich auch schon ein bisschen was gemacht. Wir können eigentlich schon mal hingehen in der Zeit. Bevor wir dann hier noch ein paar Linien machen, könnte man das hier schon mal ankleben. Da müssen wir, glaube ich, noch ein kleines Stück abschneiden. Das ist nicht so ganz. Also ein paar Anpassarbeiten muss ich das schon machen. Also es ist noch nicht so hundertprozentig ausgereift, aber ich denke mal, das für zum Werfen und so, man weiß, was das ist. Ich denke mal, dass man das gut erkennen kann, dass ein Schnabelschuh ist. Kann man natürlich noch ein paar Details mehr machen. Man könnte dann noch was aufkleben oder was und dann mit den Nähten dann quasi das noch dann, ich sag jetzt mal, simulieren. Das hatte ich mir auch überlegt, aber ich muss ehrlich sein, das ist mir dann für so was, wäre dann ein bisschen zu aufwendig und dann wären so Sachen dann auch viel zu teuer. Ne? Soll ja alles noch irgendwie bezahlbar bleiben. So, da kommen wir jetzt mal hier so ein bisschen hin. Das lassen wir jetzt erstmal was antrocknen, dann können wir nämlich in der Zwischenzeit schon wieder die nächsten Sachen machen. Das tun wir erstmal auf Seite. So, jetzt mal schauen. Und zwar muss ich jetzt hingehen und bei den Teilen so eine kleine Schräge reinschneiden. Ich merke das schon wieder, ich habe schon wieder stumpfe Klinge. Ja, die ist auch nicht wirklich. Ich könnte jetzt schleifen, aber ich bin jetzt zu faul. Ich nehme jetzt einfach mal eine neue. Und das ist für so Sachen dann einfach schneller und besser. Sachen mal schleifen, aber der ist nicht. So. Also auf jeden Fall nicht vom Cutter klingen. So. So. Dann mache ich, schneide ich hier bei den Teilen eine 45 Grad Phase rein, aber bis quasi unten hin. Ich hoffe nur, dass ich jetzt auch dann die richtigen Seiten erwische. Hoffentlich tue ich dann nicht das Falsche. Und nicht ganz bis unten. So, dann haben wir hier die Kanten schon mal.
Das wird dann nämlich nachher hier so zusammengeklebt. Ich glaube, hier hätte ich noch ein bisschen weiter runter gehen können. Da kann man das nämlich nachher besser zusammenkleben. Theoretisch könnte man die Sachen jetzt auch schon mal anfangen. Ich würde mal sagen, wir machen nämlich schon mal so ein paar Sachen, die wir schon mal was vorkleben. Man kann das nämlich in der Zwischenzeit immer schön trocknen oder auch ein bisschen viel Kleber. Diesmal mache ich das auch mit Pattex, weil das ist bei so Sachen etwas einfacher danach, wie mit dem Heißkleber das zu kleben. Aber das seht ihr dann später auch, wenn ich euch das zeige. So, müssen wir mal gucken. So langsam gibt mir hier so ein bisschen der Platz aus, wo ich die Sachen hinlegen kann. So, Dose machen wir wieder zu. Mal gucken, bei dem. Das war, glaube ich, noch für den Lederriemen. Ich glaube, ich brauche noch ein Stück Zehnermatte. Habe ich hier noch was? Oh ja, habe ich gesehen. Dann nehmen wir mal wieder mein Lieblingswerkzeug für. Hier mein Schleifstein. Das habe ich nämlich, glaube ich, vergessen. Da brauche ich nämlich noch ein bisschen für den Übergang, wo der Schnabel jetzt dann dran geklebt wird. Dass das an der Stelle eine gewisse Dicke hat. Wenn ich das so halbwegs hinkriege, dass das dann auch so aussieht, wie es aussehen soll. Wie gesagt, ich hatte jetzt den ersten Prototyp mal so grob gebaut. Aber mit dem bin ich eigentlich schon recht zufrieden. Also ich denke mal, das kann man so lassen. So, jetzt müssen wir schauen. Jetzt habe ich hier mit dem Kernstab, weil der ist ja 10×12, habe ich jetzt hier eine Linie, damit ich dann weiß, wo ich dann klebe, weil dann hinten das dann auch drauf kommt. Das müssen wir bei, ich glaube, den Fällen hier müssen wir das nämlich auch machen. Kurz das Stück, aber das ist ja so. Das ist dann quasi, damit man weiß, mit dem Kleber, dann braucht man da nicht so viel drauf zu klatschen. Das ist einmal so, immer dran denken, dass ihr das Ding einmal spiegeln müsst, ne? Sonst klappt das nachher nämlich nicht so. So, das ist die Klebekante. Dann auf Seite. Da müssen wir nämlich jetzt hingehen und machen jetzt hier auch so eine 45 Grad. Na, ich dann auch wieder bis unten hin. Das ist das Schöne hier bei den Schneidmatten. Da kann man das bis unten hin schön durchziehen. Ne? So, bei denen müssen wir dann nämlich auch noch was kleben. Die kommen dann auch so zusammen. Das können wir eigentlich jetzt auch schon mal dann machen. Wie ihr seht, da kann man, wenn man das erste Mal schon mal so ein Ding gemacht hat, ist schon ein bisschen, ich sag jetzt mal, kann man ein bisschen was optimieren. Ne? Das geht dann auch relativ gut. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich das erst angeklebt habe und hier danach jetzt. Ich weiß es nicht. Kann jetzt sein, dass ich das vielleicht vom Ablauf ein bisschen falsch mache. Aber das werden wir dann spätestens merken, wenn wir jetzt gleich anfangen, die Teile zusammenzukleben. Ne? So, die zwei haben wir dann auch schon mal. Jetzt gehen wir wirklich langsam die Plätze aus. Hier können wir noch was hinlegen. So, mal schauen. Die müssen wir auch noch machen. Das noch nicht. Dann könnten wir eigentlich, wir gucken jetzt mal, wie weit die Dinger sind. Also, ach, das ist das Schöne, dass das momentan so warm ist. Der Kleber, der trocknet unheimlich schnell. Ich habe da doch extra nicht in einem Teil gemacht, weil sonst braucht er dann halt so ein Stück. Und hat hier, ich nenne es jetzt mal Zunge, keine Ahnung, wie das Ding heißt beim Schnabelschuh. Oder halt der Schnabel, den lasse ich jetzt, den mache ich dann halt aus einem anderen Reststück. Dann brauchen wir da nicht so ein Riesenstück für nehmen. So, jetzt haben wir das Teil hier. Jetzt habe ich hier eine Linie gemacht, ihr habt schon. Das ist dann quasi so ungefähr, oder sollte die Länge hier sein. Das ist dann quasi das hintere Teil vom Schuh. Gehen wir jetzt auch schon mal hin. Machen wir jetzt hier schon mal das. Kommt
Ort wieder auf Seite lehnen. Ich sage ja, geht langsam echt der Platz hier aus, wo ich hinlehnen kann. Das ist immer, wenn man mit Pateks arbeitet, das ist natürlich nur, aber bei den Sachen muss ich sagen, macht das lieber mit Pateks. Dann das gut antrocknen lassen, das ist wesentlich angenehmer zu bauen wie mit dem Heißkleber dann. Also in dem Fall kann ich dann wirklich nur Pateks empfehlen. Ne? Den dann gut antrocknen lassen oder so einen Kontaktkleber, einen anderen wie Pateks, gibt es ja auch andere Sachen. So, jetzt haben wir das Ding auch schon wieder hier. Das wird irgendwie immer mehr, was ich hier so rumliegen habe. So, gucken wir mal die anderen Teile, ob man das schon. Die müssten ja schon so halbwegs hier. Ja. Tun wir einfach hier so die Schrägen aneinander kleben. Wie ihr seht, das geht ganz gut, wenn das schon angetrocknet ist. Das ist noch nicht so ganz an, aber es hält schon gut. Lassen wir dann jetzt gleich auch noch was weiter trocknen. So, das ist dann schon mal für den Schuh das hintere Teil. Dann gucken wir mal, wie die hier aussehen. Das ist auch schon angetrocknet, das geht auch. Also ich bin im Sommer immer begeistert, wie schnell die Sachen trocknen. Ne? Im Winter dauert das immer ein bisschen länger, obwohl ich hier im Keller so ja eine Heizung habe. Das könnte vielleicht an der Luftfeuchtigkeit liegen. Könnte, muss nicht. Oh, das ist jetzt hier ein bisschen nicht so ganz geworden. Da muss ich dann später noch gucken. Aber ansonsten sieht das schon mal gut aus. Hier vorne ist ein bisschen was. Müssen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht noch ein bisschen was abschneiden. So. Mal gucken, ob das nachher so klappt. Das ist irgendwie ein bisschen, aber das, naja, kann man beiarbeiten. Das ist jetzt kein Beinbruch. So, jetzt haben wir das Teil hier geklebt, die zwei und das. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir quasi. Da müssen wir noch was antrocknen lassen. Ist aber nicht schlimm, wir haben ja noch ein bisschen was zum Kleben. Und zwar hier die zwei Teile. Da gehen wir dann auch wieder hin. Machen ja auch so ein ungefähr 45 Grad. Das kann ein bisschen viel gewesen sein, aber mal gucken. Gut, das, bei dem ersten, was ich jetzt gemacht habe, ist das Ding ein bisschen lang. Bei dem hier wollte ich eigentlich ein bisschen kürzer machen, aber ich weiß nicht, ich lasse es einfach mal so. Ich glaube nicht, dass da allzu viele Leute sind, die die Dinger dann haben wollen. Aber man weiß es ja nicht. Kann ja sein, dass das irgendwie so ein richtiger Schlager bei den Leuten wird. Dass ich da irgendwie einen neuen Trend setze. So. Ja. Müssen wir dann auch wieder beide Seiten einkleben. Aber bei den Temperaturen, ein paar Minuten ist das angetrocknet, dann können wir das schon zusammen machen. Also bei den Temperaturen bin ich wirklich mal sehr begeistert, dass das relativ schnell geht. Zumal es hier im Keller eigentlich noch angenehm kühl ist. Ja, im Vergleich zu draußen. So. Und das ganz ohne Kühlung, ohne alles. So, die legen wir jetzt auch einmal dahin. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit die Teile hier sind. Mal schauen. Hoffentlich reicht es schon. Das geht immer mal wieder auf Seite, weil dann können wir das nämlich hier schön so drauflegen auf die Matte. Wir können das nämlich dann schön andrücken. So. Ja, das ist quasi schon mal so das hintere Teil. Also nagelt mich jetzt auch nicht drauf fest, was das dann für eine Schuhgröße oder was ist. Ich habe das Ding einfach mal so frei improvisiert von der Schuhgröße her. Ich würde mal sagen, so bestimmt mindestens Schuhgröße, so 50 könnte das sein. Aber naja gut, ich habe ziemlich kleine Schuhgröße mit 42. Aber wie gesagt, das ist zum Werfen gedacht. Also vergleicht das jetzt nicht mit einem, der dann richtig geschneidert wird. So, dann mal gucken. Habe ich hier noch? Ja, habe ich noch. Brauchen wir Fliegengitter. Ich glaube, das ist ein bisschen lang. Na gut, aber so lange brauchen wir nicht. Mein Freund, du bist mir ein bisschen zu lang. So,
Und zwar hat sich bestimmt der ein oder andere schon gefragt, wie ich das hier so hingekriegt habe. Also das ist relativ stabil. Und zwar mit Fliegengitter. Das Zeug ist total geil. Kann man für allen möglichen Mist benutzen. Oder also gute Sachen. Da bin ich dann hingegangen. Dann einen ganz so breiten Streifen gemacht. Jetzt mal noch gucken, welchen Streifen ich hier nehme. Ich glaube den, der ist ein bisschen schmaler geworden. Und zwar, da brauche ich jetzt wieder Heißkleber für. Und da muss ich jetzt gucken, da habe ich meine Heißklebepistole hinuntergefahren. Hallo, Heißklebepistole. Da ist, habe ich ganz vergessen, den brauche ich doch. Also müssen wir jetzt noch ein bisschen vorglühen. Müssen wir in der Zwischenzeit noch was anderes machen. Naja gut, ist ja nicht schlimm. Haben wir noch ein paar Sachen vor uns. So, das legen wir trotzdem noch mal hier auf Seite. Was könnte man denn jetzt schon machen? Gucken wir mal, wie weit die Dinger hier sind. Oh, die sind auch schon okay. Das ist dann wieder ein bisschen fummeliger. Da müsst ihr dann gucken, dass er die so ein bisschen biegt. Und erstmal da dann den Anfang kriegt. So. Und dann immer so stückchenweise das Ganze zusammenpappt. Je besser und genauer ihr das dann gemacht habt, umso besser sieht das nachher dann aus. Ich habe wieder ein bisschen hier an der Spitze noch, hätte ich noch ein bisschen wegschneiden sollen, aber so sieht das dann aus. Ne? Da kann man auch einige andere Sachen mit. Das Ding hat jetzt so einen leichten, eine Biegung. Da kann man das dann alles so ein bisschen anpassen. Dann haben wir quasi schon mal hier die 3 Teile schon mal vorgeklebt. Hinten das Teil ist auch schon mal dran. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen warten, bis der Heißklebepistol fertig ist. Das ist jetzt aber auch nicht unbedingt so das Problem, weil dann können wir nämlich in der Zwischenzeit, da habe ich dann aus Dreiermatte schon mal ein Stück gemacht. Jetzt müssen wir noch schauen. Ich glaube ja. Jetzt mal schauen. Für die Schnalle, ja. Da bin ich dann hingegangen, habe dann hier so aus Dreiermatte so einen langen Lederring quasi und habe aus Dreiermatte dann noch so ein kleines Stück gemacht. Das ist so 3 cm mal 3. Das soll dann quasi die Schnalle simulieren, sage ich jetzt mal. Mal gucken, wie weit ich das hier mache. So, ja, so ungefähr. Ich mache das jetzt nicht zu 100%, aber wie gesagt, das ist ja jetzt nur so, dass man sieht, was das sein soll. Kommt dann noch die Schnalle und der Lederriemen auf einer Seite dran. Gucken, ob ich das nicht zu dick mache und auch nicht zu dünn, sonst reißt mir das nämlich nachher kaputt. So. Deshalb für so Sachen dann immer, wenn es geht, eine scharfe Cutterklinge nehmen. Das ist dann wesentlich angenehmer, den Stumpf dann zu schneiden. So. Auf jeden Fall sieht es schon mal gar nicht schlecht aus. So, das ist dann schon mal so die grobe Schnalle. Die Teile behalten wir noch, weil von den Teilen brauchen wir noch ein bisschen was. Also ein kleines Reststück. Dann gehen wir mal hin. Machen hier über einen normalen Lederriemen. So, ein bisschen hier noch so eine Dings rein, dass das ein bisschen spitzer ist. Dann nehmen wir uns einfach eine Lochzange oder ein Locheisen, wenn ihr sowas habt. Prinzipiell könnt ihr das natürlich auch mit einem Lötkolben machen. Je nachdem, was ihr da habt.
Lötkolben müsste eigentlich auch gehen. Einfach ein Loch reinbrennen, dann ist das gut. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, bei dem Teil hier habe ich auch keine Schablone gemacht. Ich mache jetzt einfach noch mal ein paar Löcher. Wie gesagt, das soll jetzt einfach nur mal so für die Grube sein. Hier noch. Jetzt müssen wir mal schauen. Vor allen Dingen müsst ihr dann gucken, natürlich, dass dann der Lederriemen, nenne ich ihn jetzt mal, ne, dass der hier auch durchpasst. So, das Ganze haben wir jetzt hier mal durch. Dann müssen wir das Ganze natürlich mal gucken. Hoffentlich ist der Heißkleber schon so ein bisschen. Ja, ist schon warm. Sehr gut. Ich klebe das jetzt hier so an 2 Stellen mal so ein bisschen fest. So, dann haben wir hier schon mal quasi so die Schnalle. Dann nehmen wir uns eins von den Stücken hier, was ich da so rausgeschnitten habe. Ist eigentlich egal, Hauptsache passt so irgendwie so halbwegs ins Loch rein. Und bleibt nicht mit den Fäden vom Heißkleber irgendwie kleben. So. Dann machen wir jetzt noch einen Klecks hier drauf. Stopfen wir das hier so in das Loch rein. Wie gesagt, mir geht es jetzt nur so ein bisschen um die Optik. So, jetzt haben wir hier noch auch noch so ein kleines Stück Matte. Jetzt brauche ich aber irgendwas als Unterlage. Habe ich natürlich mal wieder hier nichts liegen. Also grundsätzlich, Brett. Grundsätzlich mit Locheisen müsst ihr mal gucken, da er irgendwie ein Brett oder sowas da liegen hat. Oh, ich finde das immer mit dem Heißkleber, mit den Fäden, die hängen immer irgendwo dran und dann schmeißt immer irgendwie alles runter. Finde ich immer sehr interessant. So, mal gucken, dass wir das hier rauskriegen. So. Dann haben wir nämlich jetzt kleine Teil mit dem Locheisen. Das wird dann quasi die Niete sein, die das Ganze dann quasi am Stiefel hält. Ja. Das ist jetzt, wie gesagt, ich habe das jetzt alles so ein bisschen vereinfacht gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Das Ding kleben wir jetzt mal hier so drauf. Wie gesagt, das ist jetzt nur so grob, dass das wie eine Schnalle halt aussieht. Aber ich denke mal, ist okay. So. Könnten wir ja jetzt quasi anfangen, das Ding hier so weit zu machen. Wie gesagt, dann nehmen wir Heißkleber für. Das halten wir mal so ein bisschen auf Seite. Das ist auch ein bisschen, damit es nachher nicht abreißt, aber wie gesagt, so im Großen und Ganzen ist das natürlich, damit das dann anschließend die Form behält. Das können wir natürlich auch für andere Sachen nutzen. Ne? Müssten wir wieder aufpassen. Ich will ja wieder einen trockenen Hals vor lauter fusselig reden. Da da quasi das immer so ein Stückchen nur klebt. Ja, und Vorsicht, dass ihr euch die Finger nicht verkokelt. Und dann quasi das dann immer so stückchenweise dann was abkühlen lasst. Bis das dann ungefähr so die Form hat, was ihr wollt. Wie gesagt, passt ein bisschen auf mit dem Heißkleber, ne? Nicht, dass ihr euch ab und zu vielleicht noch mal so ein bisschen drüber gehen. Ist auch nicht schlimm, wenn das Fliegengitter sich so ein bisschen kaputt kokelt durch die Hitze. Das ist ja relativ dünnes Kunststoff quasi. Soll ja auch weich sein, aber ist nicht schlimm. Da kommt sowieso dann später nochmal eine Matte drüber. Also könnt ihr das ruhig so machen. Und dann nimmt er halt so quasi die Form, wie ihr das haben wollt. Durch das Biegen wird das dann immer so ein bisschen noch, wie gesagt, da müsst ihr dann je nachdem noch mal ein bisschen was drüber gehen.
Und natürlich länger warten. Am besten wartet ihr immer, dann haltet das so, wie ihr das dann nachher von der Form haben wollt. Und wartet dann immer ein bisschen, bis das dann abgekühlt ist und macht dann wieder so ein Stück. Dann geht das eigentlich ganz gut. Wie ihr seht, ne, ist ja schon mal gar nicht so übel. So. Das ist jetzt quasi mit was am längsten quasi momentan dauert. Aber es funktioniert. Wie gesagt, je nachdem wie ihr das biegt, können wir natürlich mehr oder weniger dann biegen. Ich mache jetzt nur mal so. Ich bin jetzt gar nicht mal so sicher, ob das dann reicht. Aber ich denke mal schon. So, schneiden hier mal ein bisschen was ab. Machen das Ganze dann auch so ein bisschen spitz, damit man später dann noch so ein bisschen schleifen kann. Also hier so, ich weiß nicht, hoffentlich kann man gut sehen. Wie gesagt, lasst ein bisschen zum Rand. Könnt natürlich, theoretisch könnte man das auch komplett machen. Haken an der Sache ist natürlich, wenn ihr das bis zum Rand mit dem Fliegengitter macht, ist es nachher ein bisschen blöd zu schneiden. So, sorry ich nur. Das Ganze fängt nämlich ziemlich an, hier Wellen zu werfen. Wie ihr gesehen habt, ich zucke auch immer noch mal, wenn ich dann irgendwie an der Heißpistole dran komme. Je nachdem, wenn das richtig dran kommt an der Haut, ist schon sehr, ich sag jetzt mal, unangenehm. So. Ja, ich hätte ein bisschen anders machen sollen. Ich habe mal wieder ein bisschen zu weit gemacht. Also am besten macht er immer so stückchenweise, immer so ein paar Zentimeter, bis ihr dann in der Form habt, wie ihr den Schnabel dann haben wollt. Wie gesagt, könnt ihr bei anderen Sachen natürlich auch so machen. Wie ihr seht, das klappt eigentlich ganz gut. Wenn das dann abgekühlt ist, hält das eigentlich halbwegs die Form. Durch das Kleben und das Fliegengitter. Also das klappt eigentlich ganz gut. So. Mal schauen, wie weit sind wir. Ja, sieht gut aus. Lassen wir jetzt erstmal so. Vielleicht hätten wir noch ein bisschen mehr, aber mal gucken. So, dann schauen wir uns das nächste Elend mal an. Gehen wir erstmal hin. Da kleben wir nämlich auch noch ein bisschen. Da können wir das hier nämlich noch ja nicht drauf machen, weil wir müssen hier noch was kleben. Den Heißkleber weiß ich ja nicht. Ich glaube, den braucht man ja nicht mehr, aber ich lasse ihn vorsichtshalber mal an. So, gucken wir mal, wie wir das hier machen. Das Teil, das kommt nämlich jetzt hier so drauf. Ungefähr, mal gucken, noch Pi mal Daumen. Und zwar wird das der Anschlagwinkel für das Ding. So. Da hätte ich vielleicht schon ein bisschen eher was machen sollen, aber wie gesagt, ich hatte jetzt den ersten Mal so gebaut. Erstmal zu gucken, ob ich das Ding überhaupt so hinkriege, wie ich mir das so grob vorstelle, dass das auch wirklich aussieht wie ein Schnabelschuh. Da habe ich jetzt kein Original für genommen, also da ist da irgendwie die Schablone, da habe ich quasi alles so ausgetüftelt. Aber das war eigentlich, also ich sage jetzt mal für mich relativ simpel umzusetzen. War jetzt nicht so das mega schwere, würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt müssen wir mal gucken, jetzt haben wir das Teil, das Teil. Da können wir noch nicht weitermachen, weil wir müssen jetzt erstmal warten, dass das hier antrocknet. Und dann können wir quasi, mit dem Teil hier weitermachen. Das wird auch noch spannend werden. Ich würde sagen, da machen wir dann auch erstmal die eine Seite. Vielleicht hätte ich auch hingehen sollen und ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht mal so sicher, ob ich die beiden Teile schon direkt zusammengeklebt habe oder erstmal nur hier an die zwei Stellen geklebt habe und dann in der Mitte das gemacht habe. Da bin ich mir jetzt ja nicht mal so sicher. Kann auch sein, dass ich das jetzt ein bisschen falsch angegangen bin. Aber
alles halb so gut. So, jetzt müssen wir erstmal noch ein bisschen was warten, dass das hier noch ein bisschen antrocknet. So, das Ding, das ist, mal gucken. Ich glaube, der andere Schnabel ist ein bisschen anders gebogen, aber ist nicht schlimm. Sind sowieso immer dann zwei linke Schuhe, ne? Oder rechte, weiß ich ja nicht. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind beide dieselbe Schuhseite. So, mal schauen. Drücken wir hier drauf. Gucken wir uns das Ganze eben hier mal an. Das, was übersteht, schneide ich mal ab. So. Dann müssen wir mal gucken, dass ich so ungefähr, so grob, hier die Mitte habe. So, und dann ist das Ganze natürlich noch nicht trocken. Deshalb schiebt sich das Ganze ein bisschen nämlich hin und her. Was jetzt nicht unbedingt so das ist, was ich eigentlich haben wollte. Aber ich bin mal wieder viel zu schnell und lasse das wieder nicht lange genug trocknen. Das hätte ich vielleicht vorhin schon machen sollen. Aber wir müssen ja auch noch ein paar andere Sachen dann immer mal wieder zwischendurch machen. Kriegen wir schon alles irgendwie hin, Leute. Ihr kennt mich ja. Das klappt schon irgendwie. So, das ist dann quasi, das Teil habe ich gemacht, damit dann hier so die Spitze quasi so dann da aufliegen kann. So. Ich würde wirklich sagen, wir machen erstmal nur die eine Seite hier. Dann können wir die hier schon mal dran pappen und dann können wir nämlich den Rest dran machen. Ich glaube, das ist eine gute Taktik. Die probieren wir jetzt direkt mal aus. Machen wir erstmal hier nur so das. Ja, prinzipiell müsste ich aber eigentlich schon beide Seiten machen. Also normalerweise, ich müsste noch da vorne. Ja, ne. Wir machen jetzt hier einfach mal was Kleber drauf. Dann können wir im Stadtteil schon mal dann so quasi da drauf kleben. Also soweit der Plan. Hat beim ersten irgendwie auch funktioniert. Ich weiß nicht mehr, ob das dieselbe Reihenfolge war. Da habe ich einige Schritte nämlich nicht so direkt hintereinander gemacht. Da habe ich erstmal alles richtig gut durchtrocknen lassen. Jetzt müssen wir halt ein bisschen mal wieder improvisieren und hoffen, dass das alles irgendwie so funktioniert. Ansonsten zeige ich euch einfach den ersten. Der war ja schon ganz okay geworden. Ich erzähle euch einfach, der andere ist nicht so. Nee, mache ich natürlich nicht. So. Upp. Irgendwie klebt er hier noch allerdings. Das ist er. So. Jetzt müssen wir wieder was trocknen lassen. Wie ihr seht, wenn ihr mit Pattex arbeitet, dann müsst ihr viel trocknen lassen. Das ist natürlich dann so halt der Nachteil an der ganzen Sache. Ja, und reinpacken sollte ihr auch nicht. Ich hasse das eigentlich immer, wenn er dann den Kleber. So. Die Grunddings war ja aus 10er Matte. Jetzt habe ich nochmal mit 6er Matte, hatte ich ja noch so ein Teil gemacht. Das könnte man eigentlich auch schon mal machen. Kann man nämlich in der Zwischenzeit kann das dann hier trocknen. Da gehen wir schon mal hin. Und werden das hier und da vorne die Zunge, oder wie auch immer das Ding heißt, Schnabel halt. Im Zweifelsfall wahrscheinlich auch schon mal dünn drauf machen. Den tun wir mal wieder hier auf Seite. Da kann man den Stadtteil hier auch schon mal einkleben. Interessanterweise, dadurch, dass das hier so gebogen ist, obwohl das andere Teil eigentlich komplett ganz genau dieselbe Länge hat, ist das gleich ein bisschen größer. Aber das seht ihr gleich. Finde ich total spannend. Aber das ist halt so. So. Machen wir nicht so dick drauf. Trocknet das auch ein bisschen schneller. Müssen wir gleich mal schauen. Hier, das sieht schon halbwegs gut aus. Noch ein bisschen und dann können wir das schon dran machen. Mal gucken, vielleicht versuchen wir doch schon mal.
sieht hier aus? Ja, könnte schon funktionieren. Dann versuchen wir erstmal hier so das hintere Teil zusammenzukriegen. Wenn wir da schon mal safe sind. So, jetzt sind wir schon mal bis hier vorne. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Ja, das hält man nicht so ganz hier vorne. Das ist noch ein bisschen zu dick. So, jetzt müssen wir schauen, ob wir das hier irgendwie so drauf kriegen. Deshalb, wie gesagt, hier an der Stelle, das ist ein bisschen tricky. Ne? Guckt, dass ihr das vorher gut antrocknen lasst. Sonst ist dann nachher nicht ganz so toll hier. Also bis hier ging es ganz gut, aber dadurch, dass ich halt hier so ein bisschen dran ziehen muss, ist das dann nicht mehr ganz so toll. Also da müsst ihr dann ein bisschen gucken, dass ihr das ein bisschen so hinkriegt, dass das nachher auch irgendwie passt. Ja. So. Im Großen und Ganzen klappt es. Ich hätte vielleicht das Ganze noch ein bisschen anders machen sollen. Hier an der einen Stelle ist das irgendwie noch nicht so, ein bisschen schmal geworden. Da müssen wir gleich ein bisschen, glaube ich, was dran ziehen. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, mal schauen, wie wir das jetzt hier machen. Noch hier einkleben. Da auch noch. Ich glaube, ich hatte die Teile einzeln angeklebt und nachher dann quasi nur noch dann das mittlere Stück zusammen. Das ist, glaube ich, auch wesentlich angenehmer zu kleben. Das ist jetzt mal wieder so ein kleiner Denkfehler von mir. Zumal das Ding hier sich auch ein bisschen noch löst. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr das baut, wartet ein bisschen. Ich bin schon wieder viel zu schnell bei der ganzen Sache. Also immer schön was antrocknen lassen und dann zwischen den einzelnen Teilen dann schön warten. Am besten so 10 Minuten oder was, dann klappt das schon. Aber ist nicht schlimm. Kriegen wir auch so hin. Ah, hier oben habe ich noch vergessen. Das Teil müssen wir auch noch, sonst hält das nachher nicht. Das ist wichtig hier, das Teil. So. Muss man noch ein bisschen warten. Hier haben wir, da haben wir, das ist auch drauf. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Dabei kann das, glaube ich, nicht schaden, wenn man ein bisschen dicker, nicht zu dick, aber schon ein bisschen, damit er vernünftig hält. So. Jetzt mal gucken, dass das hier irgendwie, ne, weil hier ist nämlich noch, muss man ein bisschen auseinanderhalten. Dann können wir das nämlich nachher dann vernünftig drauf. So. War auch wieder ein bisschen zu schnell, weil mit der Zunge, die müssen wir ja auch noch dran machen. Aber der Rest ist, müsste danach eigentlich nicht mehr so das Problem sein. Also klappt eigentlich schon ganz gut, wie ihr seht. Ist jetzt noch nicht so ganz ausgereift wieder, weil ich wieder halt ein bisschen zu schnell war. Aber das kriegen wir alles hin. Ja, ich hab definitiv hinten zuerst geklebt. Das merke ich gerade nämlich. Das ist an den Seiten nämlich noch nicht so das Optimale. Das klappt nämlich nicht ganz so gut. Also hier an der Stelle ist noch okay. Na gut, hier kann man noch ein bisschen schieben. Aber das ist nicht ganz so ausgereift wie bei der ersten. Also habe ich da einen Denkfehler eingebaut. Ich hätte das Ganze anders machen sollen. Also im Endeffekt klebt er erstmal hier die zwei Seiten. Also das hier und dann das. Und das Teil, die zwei, die klebt er quasi am Ende zusammen. Dann ist das Ganze nämlich angenehmer zu kleben. Das hier ist jetzt ein bisschen Sauerei, weil du die ganze Zeit immer den klebrigen Pattex an den Fingern hast. Ich hasse das, wenn ich das Zeug so an den Fingern habe. Aber
kann man halt nichts machen. Ich habe mal wieder ein bisschen einen kleinen Denkfehler eingebaut. Aber gibt Schlimmeres. So. Sieht jetzt nicht ganz so gut geklebt aus wie bei den anderen. Aber hey, irgendwo ist ja immer so ein bisschen was Schwund. So, dann müssen wir noch ein bisschen drücken. Das ist halt, wenn man nicht lange noch wartet, dann hält das nämlich auch noch nicht so gut. Hier an den Stellen, das klappt gut. Aber dadurch, dass hier an der Stelle ein bisschen mehr Zucht drauf ist, hätte ich noch ein bisschen länger warten müssen. Aber so im Großen und Ganzen wird das schon klappen. Ne? So. So. Gucken wir, ob wir die Zunge da schon reinkriegen. Beziehungsweise muss man erstmal noch ein Stück wieder abschneiden. Wir wollen das Ganze auch so halbwegs gerade dran kriegen. Schneide ich jetzt erstmal hier so ein bisschen das ab, was hier übersteht. Vorne. Und das Ganze durch dann anschließend noch so ein bisschen anpassen. So, mal schauen. Ja, ein bisschen muss noch weg. Also quasi, da ihr das Teil hier so bündig habt. Gucken, ob ich das hier so auch bündig dran kriege. Also erstmal drücken, dass das unten dran ist. Ich hoffe, ich habe es dran. Das ist so halbwegs. So sollte gehen. So. So, das Ganze hier jetzt noch andrücken. Wie ihr seht, da steht ein gutes Stück über. Wichtig ist eigentlich nur, dass die Seiten halbwegs übereinander sind. Der Rest hier oben, das kann man ja dann wegschneiden. Durch das Ganze wird das Ganze dann auch noch ein bisschen steifer. So. Ja, auf jeden Fall sollte da gucken, wenn er dann auch versucht, dass er das Ganze hier so ein bisschen, ne, müsst ihr ein bisschen gucken, wie er am besten klebt. Aber wie gesagt, ich meine, ich hätte, wenn man jetzt definitiv sicher, ihr seht ja hier auf der Seite ist es soweit okay, ne, kann man so lassen, aber hier auf der Seite habe ich dann halt hier, und das habt ihr quasi nicht, wenn er dann quasi erstmal hier die Seite und das Stück klebt und dann nachher quasi nur noch in der Mitte die zwei hier so zusammen machen müsst. Da habt ihr das dann deutlich sauberer gebaut. Nur so viel dazu. So, ich gehe mal hier so ein bisschen drüber, dass das nicht so ganz spitz noch aussieht. So. Gucken wir uns das Elend mal an. Das haben wir jetzt hier so. Was hier übersteht, das schneiden wir schon mal weg. Das ist noch nicht ganz trocken, aber das geht schon. Wie ihr seht, das Ding hält auch soweit die Schnabelform, sage ich jetzt mal. So, können wir eigentlich mal gucken. Größe haben wir ja da schon. Na, ich hätte Matte noch ein bisschen dran machen sollen. Kann sein, dass das nicht ganz so optimal wird. Mal gucken. Ich passe das Ganze jetzt noch so ein bisschen an, indem ich ein bisschen was wegschneide. So leicht schräg. Dass das so ein bisschen angepasst ist. Schneiden wir auch noch ein bisschen gerade, dann fällt das nachher nicht mehr so auf. Dass wir da ein bisschen schlampig geklebt haben. Dann ist das nämlich auch gut. So. Ja, ich hätte mich hier ein bisschen, an der Stelle habe ich ein bisschen besser kleben sollen. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe da nämlich noch eine Idee. Dadurch, dass das Ganze nämlich jetzt hier, kann man dann nämlich das Teil noch so ein bisschen mit Heißkleber dran und dann sieht der Bogen auch viel besser aus. Und schon haben wir keine Ritze mehr. Ja? Also ich habe jetzt nicht da irgendwie was gemacht. Also Leute, ihr habt da nichts gesehen. Ne? Ich habe da nicht irgendwie was vom Murks wieder gut gemacht. So.
Ganze muss man natürlich dann wieder ein bisschen halten. Heißkleber kennt ihr ja, da müsst ihr mal gucken, dass das Ganze so ein bisschen länger so in der Form bleibt, damit das dann auch abkühlen kann. Hier kann man auch schon so ein bisschen beischneiden. Ich hoffe nur, dass ich mir meine Finger nicht irgendwie abschneide. Mir fällt auch gerade auf, ich habe nämlich irgendwie ein bisschen Mist hier mit dem Ding gebaut. Wisst ihr warum? Ich hätte das in der Mitte hätte ich noch ein bisschen schräg schneiden müssen. Hat man nicht so ganz. Und zwar meine ich hier, da ist das Ding hier so ein bisschen zur Mitte hin. Jetzt muss ich natürlich dann ein bisschen improvisieren wieder, was dann auch nicht unbedingt das ist, was ich eigentlich wieder wollte, aber das ist ja irgendwie immer. Irgendwie, ich muss sagen, den ersten Prototyp, und den habe ich irgendwie besser hingekriegt, wie jetzt hier das Ding. Also nicht. Ich habe diesmal ein bisschen viel Denkfehler drin. Aber egal, kriegen wir trotzdem hin. Das ist nur wieder ein bisschen mehr Arbeit. Das ist nämlich, wenn ihr das dann vorher mit der Schräge gemacht habt, dann ist das weniger Schleifarbeit, wisst ihr? Kann man nämlich genauer schneiden. Aber ja, das ist ja immer. So. Ganz ist es noch nicht, aber so ungefähr. Wird schon halbwegs passen. Das kann man schon. Ja, wie gesagt, da muss ich dann noch was schleifen. Na, das mache ich dann erst, wenn das so richtig durchgetrocknet ist. Sonst kann es nämlich passieren, dass man das dann schon mal so ein bisschen auseinanderreißt. Und das wollen wir hier nicht. Das soll ja alles vernünftig sein. So, mal schauen. Jetzt haben wir ja hier die Teile. Das stimmt. Ich hatte da nämlich ein bisschen rumexperimentieren müssen. Jetzt machen wir das Ganze nämlich so ein bisschen. Ich habe das jetzt mal hier so reingetan. Dann würde ich hier mal so eine Linie machen. Der Hoffnung, dass das hier alles so passt. Hier oben, das soll dann die Mitte werden. Und bei dem Teil machen wir jetzt hier auch so. In der Hoffnung, dass das danach alles so hinhaut. So, jetzt müssen wir hier noch einen Teil wieder abschneiden, wie ihr seht. Haben wir Freihand. Ja, die Schablone, die kann ich auch noch dann dafür dann anpassen, aber irgendwie habe ich das beim ersten Mal vergessen und jetzt beim zweiten Mal anscheinend, naja, auch. Ja, also so viel dazu. So, dann haben wir das Teil hier ungefähr, das schon mal so halbwegs passt. Dann gehen wir nämlich wieder hin. Dann haben wir hier den Papptext wieder. So. Da hatte ich nämlich dann dasselbe Maß von der Länge genommen wie hier das Teil. Dann habt ihr das nämlich bis zu der Klebekante. Müssen wir halt immer gucken, dass ihr so ungefähr hier so mittig das dann habt. Damit das danach auch funktioniert. Und mit dem Abschneiden habe ich dann das so ein bisschen. Ach ne, stimmt, ich habe was vergessen, Leute. Ich hätte das ganze Ding hätte ich noch ein bisschen anders machen müssen. Und zwar, dass das nachher so ein bisschen nach hinten gebogen ist. Fällt mir gerade ein, da hatte ich nämlich ein bisschen was anders gemacht. Ich hatte nämlich hier oben an der Stelle hatte ich so ein kleines Dreieck nämlich rausgeschnitten und hat das dann zusammengeklebt. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Stiefel ein bisschen anders aussehen wie das, was ich eigentlich gemacht hatte beim ersten Mal. Aber egal. So, gucken. Ich finde das immer spannend, das trocknet so schnell. So.
erstmal hin. Machen da irgendwie so halbwegs mittig, nämlich erstmal nur so ein kleines Stück. Dann haben wir dann nämlich so wenigstens so halbwegs bündig. Das lassen wir jetzt noch ein klein wenig antrocknen. Dann können wir eigentlich schon mal hingehen und für hier vorne was machen. Ich glaube, ich habe den ein bisschen zu lange gemacht, die Teile, aber eigentlich dürften die nicht so lange sein. Aber irgendwie scheint das hier unten. Naja, gut, müsste aber trotzdem passen. Muss man vielleicht ein bisschen mehr danach schleifen, aber prinzipiell müsste das eigentlich funktionieren. So. Wie ihr seht, das hängt auch immer ein bisschen von ab, in welcher Reihenfolge ihr was macht. Für das Video bin ich mal wieder bei allem irgendwie viel zu schnell. So. Das müssen wir jetzt wieder antrocknen lassen. Da kann man auch schon mal gucken, wie das hier so aussieht. Ja, das fühlt sich schon gut an. Wir machen jetzt erstmal die eine Seite. Aber wir haben sowieso das Ganze hier ein bisschen kürzer. Da ist das nicht schlimm, wenn die einen Teile dann doch ein bisschen länger sind. Also der wird dezent ein klein wenig anders wie der andere. Aber nur ein bisschen. So. Haben wir das hier schon mal so weit. Hier an der Stelle müssen wir dann nachher noch ein bisschen schauen. Mal gucken, was sagt das Teil. So, könnte schon funktionieren. Wir versuchen das mal. Das kann aber auch sein, Leute, dass ich das extra so gemacht habe. Jetzt da auch nicht mehr ganz. Ja doch, dann klappt das nämlich doch. Doch, das haut ungefähr hin. Von den Maßen. Irgendwas denke ich mir ja immer, wenn ich sowas mache. Also meistens wenigstens. So, mal schauen. So. So, das sieht doch schon mal halbwegs gut aus. Ich würde sagen, das Ganze lassen wir jetzt erstmal so ein bisschen trocknen. Obwohl wir könnten eigentlich auch schon hingehen. Wir machen schon mal die Schnalle dran. Ein bisschen schleifen müssen wir später sowieso noch und ein bisschen rumschnippeln. Aber das kriegen wir noch so noch hin. So noch so ein bisschen dran drücken. Bei den Sachen hätte ich besser auch so eine leichte Schräge reingemacht. Das wäre bei den Sachen hier wär sinnvoll gewesen. Also wie gesagt, das ist immer so ein bisschen, müsste dann immer ein bisschen rumexperimentieren, wenn er sowas baut. So, andererseits habe ich auch noch irgendwas anderes dann drauf zu kleben. Und zwar wollten wir noch die Sohle drunter machen. Aber wir machen jetzt erstmal die Dings dran, hier die Schnalle. Das würde ich der Einfachheit halber mal statt wieder mit Heißkleber. Wie gesagt, denkt dran Leute, mal aufpassen. Ich weiß natürlich jetzt auch gar nicht, ob die Dinger dann auf beiden Seiten eine Schnalle haben. Ich mache jetzt einfach mal nur so auf der einen Seite eine. Kann natürlich auch sein, dass die auf beiden Seiten, wie gesagt, ich habe glaube ich noch nie einen Raben, also einen Rabenschnabelschuh in der Hand gehabt, nur schon mal auf Bildern mir angeguckt. Dann habe ich so ungefähr das Ding nachgebaut kriege. Wie gesagt, also Maß und alles, alles ohne Gewehr. Ja. Das ist jetzt alles so frei improvisiert. So, haben wir das Ganze hier so weit dran geklebt. Auch wenn
wir die Nähte nicht noch nachmachen wollen. So, das ganze Ding ja noch ein bisschen Details sollte haben. Deshalb hatte ich mich hier für die Schnalle dann noch entschlossen. So, dann sind wir mit dem Ding soweit erstmal durch. Jetzt brauchen wir nämlich noch die Sohle. So, mal gucken. Dafür hatte ich nämlich noch ein Stück 6er Matte mit runtergenommen. So, mal gucken. Gucken wir uns das Elend mal an. Den Schuh, den tun wir hier einfach mal drauflegen. Bisschen, dass hier noch Abstand ist. Und dann mache ich hier mal so einfach grob, so bis hier ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige. Oh, mach mal so. Oh Gott, mit links. Ich kann mit links so gefühlt irgendwie so gar nicht. Ja, sieht mal, wird so richtig schief und krumm, aber geht noch so halbwegs. So, haben wir das nämlich hier. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da noch ein bisschen mehr machen soll. Wir probieren das mal, ich glaube mal ohne, dass wir das noch länger machen. Jetzt müssen wir das nur noch hier rausschneiden. Ist jetzt so quasi, dass das größer ist, dass ich dann nachher noch so ein bisschen die Sohle dann quasi da so simulieren kann, darunter angenäht ist. So, jetzt haben wir das Teil, wir brauchen aber noch ein Stück. Und zwar, deshalb hatte ich mir hier so eine Linie gemacht. Und zwar machen wir jetzt noch ein Stück. Also im Endeffekt ist der Schuh, mal abgesehen vom Grundbau, eigentlich nur 10er Matte. Das meiste davon ist 6 mm Plasterzot und dann noch so ein paar Reststücke 3er Matte für die Riemen und die Schnalle. So, das wird quasi der Absatz. Wie gesagt, so ein paar Details will ich schon an den Dingern dran haben. Wenn auch jetzt nicht allzu viele. Vielleicht bei der Bemalung kann man ja dann auch noch so ein bisschen was machen. Mal gucken, was ich dann mal mache. Ich hatte mir erst überlegt, auch die Nähte dann irgendwie zu machen und dann quasi dann irgendwie Dreiermatte mit ein bisschen dickerer Kordel dann zu nähen und das dann aufzukleben. Aber ich weiß es nicht. Ist ein bisschen viel Arbeit alles. Kann man machen, wenn man dann noch mehr Details haben will, aber das Ganze wird dann ein bisschen sehr aufwendig. Und die Leute wollen ja meistens für so Sachen nicht viel bezahlen. So, dann gucken wir uns das hier mal an. So, dann haben wir das jetzt hier soweit. Jetzt gucke ich, dass das so halbwegs dann, dass ich rundherum hier noch Abstand habe. Mache dann einmal so eine Linie hier nochmal so um die Sohle quasi. Dann weiß ich nämlich gleich, wie weit ich da kleben muss. Das weiß ich natürlich nicht. Dann noch. Mal an den Fall nach. So, dann müssen wir nämlich hier auch dann, wie weit wir kleben müssen. Und dann kleben wir uns die ganze Sohle mal zusammen. So. Weiß nicht. Also mal abgesehen, dass ich nicht wirklich nähen kann, hat mir schon einer gesagt, ich könnte ja eigentlich auch Schuhe bauen. Also nicht bauen, Schuhmacher werden. Also ich weiß es nicht. Ist ein bisschen aufwendiger, würde ich sagen. Ne? Aber so prinzipiell, ich glaube, man kann auf jeden Fall erkennen, dass es ein Schuh ist. Dafür, dass ich keine richtige Schablonen quasi, dass ich die quasi frei Schnauze gemacht habe. Ich denke mal, ist schon ganz okay. Auch wenn der Schuh aus Schaumstoff ist. So. Toll, wenn ich den Finger so ein bisschen abspreize. Das hat so ein bisschen was von Adeligen, wenn die Teetasse dann in der Hand haben. So. Also eigentlich nur, damit ich den blöden Pattex nicht immer an den Finger kleben habe. Ich könnte ja eigentlich auch Handschuhe dabei tragen, aber das will ich dann auch wieder nicht. Ne? Leute, bei mir ist auch vorbei hier.
noch einkleben. Ja, seht ihr, wenn man das nämlich dann vernünftig, und ich habe dann halt wieder zu lange gewartet, da hätte ich dann hier den Übergang schöner gehabt. Weil das dann hier gerade gewesen wäre, so wie hier an der Stelle jetzt, ne? Das ist halt, weil ich so blöd war und habe die Dinger hier schon zusammengeklebt. Wie gesagt, klebt nur hier die Stelle und das zusammen. Und dann auf beiden Seiten und anschließend klebt er nur hier in der Mitte das. Dann kriegt er die Übergänge hier an den zwei Seiten wesentlich besser hin. Fängt sich schon an zu wellen, das ist immer gut, wenn sich so was anfängt zu wellen, dann ist das meistens immer schon so, dass es auf einem guten Weg trocken ist. So, probieren wir einfach mal. So, jetzt muss man ganz erstmal wieder drauf drücken. Wir hoffen, dass wir das hier an den Seiten auch noch so ein bisschen hinkriegen. So. Hier müssen wir ein bisschen schleifen und so. Das kriegen wir noch irgendwie, dass das so halbwegs wenigstens aussieht, als wenn. Außerdem kann der Schuh ja auch ein bisschen demoliert sein. Wir drücken ihn so ein bisschen runter, vielleicht können wir da noch festkriegen. Wie gesagt, A und O, immer schön warten mit der Trockenzeit und überlegen, wie ihr das am besten klebt. Ne? Wie gesagt, ich bin mal wieder für das Video wieder viel zu schnell gewesen. So, hier können wir auch schon ein bisschen, die Naht ein bisschen wegschneiden. Sieht dann nicht ganz so spitz aus. Den kann man auch so ein bisschen wegschneiden. Man sieht da alles nicht so an, so, dass man sich da oben aussticht. So. Mhm. Ist auch mir gerade mal so aufgefallen ist, Leute. Ich habe da ein bisschen Mist gebaut. Und zwar ist die Sohle hier, der Absatz viel zu klein an dafür. Das war natürlich nicht so das Optimale, was ich da jetzt gemacht habe. Ich hoffe, dass ich das Ding hier noch halbwegs irgendwie gerettet kriege. So, mal schauen, wie breit hier noch ist. Oh, das sollte klappen. So, das auf Seite. So, das sollte eigentlich gehen. Noch. Drauf. Hier muss ich noch ein bisschen schon die Windungen wegschneiden, dann wissen wir auch, wie das Ganze so halbwegs drauf kommt. Den Rest schneiden wir dann nachher bündig, wenn dann alles geklebt ist. Unterlage. Und meine Finger, die stehen schon vor Packtex. Ich liebe das Gefühl immer. Alles, was man irgendwie anpackt, dann, das klebt dann immer wie Sau. Deshalb benutze ich eigentlich so gerne den Heißkleber.
So. Aber wie gesagt, bei der Sache ist es halt besser, wenn man das dann mit dem Pattex macht. Weil der Heißkleber, dann müsste man mit so ganz kleinen Eckchen dann kleben, damit das dann auch nachher dann auch abgekühlt ist, sonst hält das nämlich überhaupt dann nicht. Deshalb habe ich entschieden, das dann hier weitgehend nur mit Pattex zu kleben. Habt ihr gesehen, außer jetzt mit der Schnalle habe ich ja eigentlich alles jetzt mit Pattex gemacht. Damit ihr auch mal seht, dass ich auch mit Pattex klebe. Ja. Aber wie gesagt, bei den Sachen, wenn ihr dann irgendwas so mit Biegungen und so was habt, das ist einfach dann besser. So, das lassen wir jetzt noch antrocknen. Dann tun wir das noch drauf und dann müssen wir das erstmal vernünftig trocknen lassen. Bevor ich dann anfange dran rumzuschleifen. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon recht wieder zufrieden. Das ist nicht ganz ausgereift. Also ein paar Stellen kann man noch ein bisschen nachdrücken. So, ja, da sollte ich natürlich nicht nachdrücken, weil da ist noch der Kleber. War mal wieder sehr clever von dir, Dirk. So, gucken wir mal, gut, wie schlecht das jetzt ist. Gucken wir mal, so was halbwegs darunter kriegen. Das dauert noch ein bisschen. So. Ja, hier, das stört mich. Da bin ich wirklich selber schuld an den 2 Stellen. Da habe ich selber Mist gebaut. Aber wie gesagt, wir schneiden das hier noch so ein bisschen einmal bei. Dann kann man das so halbwegs wieder kaschieren. So. Ja, hier hätte ich noch ein bisschen mehr Kleber drauf machen sollen, glaube ich. Obwohl, werde ich das wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen. Also, mal gucken. Ach, wisst ihr was? Wir probieren das jetzt einfach mal schnell hier noch mit dem Heißkleber. Der ist hier noch halbwegs heiß. Aber auch nur so halbwegs. Und dann halt einfach mal damit, dann hat man das hier drauf gedrückt kriegen. Da hoffen wir, dass ich mir nicht die Finger noch verkoke. So. Ja, das klappt so halbwegs. Naja, wie gesagt, guckt immer, wenn er so was macht, oder so halbwegs wenigstens versucht, anständig und sauber zu arbeiten. Also je genauer ihr da so was macht, umso besser ist es natürlich nachher. Ich glaube, die Sohle, die hätte ich auch noch ein bisschen länger machen können. Also hier das untere noch so bis hier, weil ich habe da nämlich die Schräge vergessen. Da habe ich natürlich jetzt Mist gemacht. Aber ist nicht schlimm. Wir setzen hier einfach noch so ein bisschen was an und dann klappt das nachher auch. Soweit der Plan. Mal gucken. Da müssen wir dann wirklich noch ein Stück dran machen. Obwohl wir machen mal ohne. Mal gucken, wie es dann aussieht. Wenn wir das dann soweit haben. Na egal. So. Das Ganze. Jo, kriegen wir hin. Wir machen
mache jetzt einfach so ein bisschen schmaler hier. Den Absatz direkt schon mal mit auf Maß bringen. Ja, das ist, glaube ich, noch keine gute Idee gewesen. Der Kleber ist nämlich noch nicht so richtig trocken. So, war schon wieder mal ein bisschen zu voreilig. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Also ich denke mal, ich lasse das jetzt erstmal ein bisschen, also richtig antrocknen. Und dann machen wir das Ganze dann noch verarbeiten, noch ein bisschen schleifen und alles, wenn es dann soweit getrocknet ist. Das wird sonst ein bisschen nicht mehr ganz so gut. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Das hält, hier ist auch. Wie gesagt, ich habe ein bisschen schlumpft, ein bisschen mehr nacharbeiten wie eigentlich nötig, aber meine Güte, irgendwas ist ja immer. So, hier könnten wir eigentlich auch noch so ein bisschen beischneiden. Jetzt fange ich schon wieder an zu beischneiden, obwohl ich eigentlich das jetzt ja noch trocknen lassen würde. Ach Leute, wenn ich einmal am Bauen bin, das ist schlimm, ist das. Ja, der ein oder andere kennt das vielleicht, der selber baut. Wenn dann einmal dran ist, da will man dann auch gucken, dass das irgendwie vorangeht. So. So, jetzt haben wir hier so einmal rund geschnitten, dass die Sohle quasi so angedeutet ist. Ein bisschen gedrückt müssen wir auch noch. Aber jetzt lassen wir wirklich erstmal trocknen. Da bringt nämlich sonst nichts. Wenn wir noch an einigen Stellen ein bisschen schleifen müssen. Erstmal machen wir hier noch so ein paar Phasen rein. So, jetzt geht mal wieder die ganze Schleiferei los. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma bisschen Sohle noch drunter gemacht. Wie gesagt, man könnte jetzt hier noch, sagen wir mal, die Nähte noch irgendwie so andeuten, indem man da noch was drauf macht. Hier hinten an den Sachen, an den Stellen auch noch so ein bisschen, aber wie gesagt, ich will es mal nicht so sehr übertreiben mit den Details. Aber prinzipiell könnte man auch noch machen. Nur das Problem ist, wenn man noch mehr dran macht, wird das Ding bald unbezahlbar. Ne? Der Schuh ist jetzt soweit fertig, würde ich sagen. Wie gesagt, da könnte man jetzt noch ein paar Ziernähte oder sowas drauf machen. Das hatte ich mir so überlegt. Eventuell so mit Dreiermatt oder sowas und dann da aufnähen quasi mit so einer dickeren Kordel und dann das dann nachher aufkleben. Aber ich muss ehrlich sein, ist schon ein bisschen Aufwand. Kann man natürlich machen. Problem ist halt nur, wird wahrscheinlich wieder keiner bezahlen wollen. Man kennt es ja. Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier die zweite Latsche. Eigentlich wollte ich ja die japanische zuerst machen, aber ich hatte jetzt total Bock auf den Schnabelschuh. Ja, der nächste wird dann entweder hier die holländische oder halt die japanische Sandale. Das erste kann man ja auch als japanische, aber das ist Sache. Ich habe zwei gemacht, von denen habe ich auch zwei. Zwar beide, glaube ich, für den rechten Fuß oder linke, ich weiß es nicht. Ich glaube, für den linken kann man es nehmen. Naja, ist egal. Auf jeden Fall zum Werfen sind sie auf jeden Fall schon nicht schlecht. Ja, die Idee fand ich echt total geil. Ich hoffe, euch gefällt die Idee auch. Nebenbei mal wieder bei den eigener Sache. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht eventuell Livestreams machen soll. So von wegen mit den 4000 Stunden vollkriegen. Jetzt wollte ich erstmal hören, bevor ich mir dann dafür die Kamera und alles besorge. Weil das ja auch nicht gerade so günstig ist und auch wieder ein paar 100 Euro. Also wenigstens, wenn man was halbwegs Brauchbares haben will. Was haltet ihr davon? Dass ich schon einen Livestream vielleicht so einmal eine Woche oder so mache. Oder vielleicht, keine Ahnung, so, ich sag jetzt mal betreutes Bauen.
wo ihr dann quasi im Livestream Fragen stellen könnt, wenn ihr selber irgendwas habt. Könntet ja mal in die Kommentare da schreiben, was ihr davon haltet, dass ich vielleicht einen Livestream mache. Jetzt weiß ich nur noch nicht, ob ich den hier im Keller mache oder bei mir in meinem Bastelzimmer, weil ich weiß nicht, ob der Laptop und die Internetverbindung hier unten gut genug ist für einen Livestream. Müsste ich erstmal ausprobieren. Oben wäre natürlich einfacher, weil ich da meinen vernünftigen PC und alles habe, aber da könnte ich euch halt nicht so viel zeigen, ne? Also mehr so theoretisch dann nur erklären. Aber wie gesagt, schreibt mal drunter, was ihr von der Idee generell haltet, dass ich einen Livestream mache. Würde mich jetzt mal echt interessieren. Ja, dann sehen wir uns bei dem nächsten Video. Entweder eine der Latschen oder was anderes noch. Ich bin am Überlegen, noch was dazwischen zu schieben, jetzt für unter der Woche. Aber sage ich noch nichts zu. Ich muss erstmal wieder, ich will nicht wieder zu viel versprechen und kann nicht nachher nicht halten, weil mal wieder was dazwischen kommt. So, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch wieder ein bisschen belustigt und inspiriert für eure Sachen. Also, wie ihr seht, es gibt schon alles Mögliche, was man noch an Waffen bauen könnte. Und ich bin verrückt, hier noch die Sachen dann auch umzusetzen. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und viel Spaß, wenn ihr selber was baut. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte oder Videos. Wir sehen uns.